Ich sag's euch, wir sind am Bauen und Bauen und Bauen. Wir haben uns gedacht, wir nutzen jetzt die heißen Tage, um uns in unserem relativ kühlen Dachboden etwas auszutoben. Außerdem waren wir schon so lange nicht mehr hier. Ihr wisst es, mit Hochzeit und sonstigem hatten wir keine Zeit und jetzt geht's aber rund, ich sag's euch. Und ich habe mir gedacht, ich schalte wieder die Kamera ein, denn Christoph ist einfach ein Wahnsinn. Er hat die Baustelle, ich glaube, relativ fertig gebaut. Es sieht für mich auf jeden Fall fertig aus. Wir werden ihn befragen, was er dazu sagt. Ja, hallo Freunde, ein kurzes Aloha auch von mir natürlich hier an diesem schönen Tag. Wir haben noch immer dieselbe Kleidung an. Das liegt daran, dass wir dieses Video am selben Tag aufnehmen wie das vorhergehende mit dem Einkaufszentrum. Es ist jetzt aber schon einiges später. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich will nicht mich filmen, sondern natürlich das, was wir gebaut haben. Und da darf ich euch heute einen ersten Entwurf für unsere Baustelle präsentieren. Wir haben ja lange hin und her getan. Die Baustelle war zuerst ja mal hier dort draußen, wo Rita steht, wo auch noch diese Kranwaggons sind und ist bis dort hinten gegangen, wo das Parkdeck ist. Wir haben aber immer wieder mal die Baustelle etwas verschoben und verdreht. Wir haben dann mal diese Brücke eingebaut aus dem Set 6600, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist dann so weitergegangen, bis wir uns dann mal entschieden haben, wie wir das Einkaufszentrum in die Stadt verfrachtet haben. Da mussten wir die Baustelle sowieso abbauen oder teils abbauen, da wir dieses Monstrum sonst niemals in die Stadt bekommen hätten, ohne dass es auseinanderbricht. Und da haben wir die Gelegenheit genutzt und es war eigentlich, glaube ich, ganz eine gute Idee, hier ein bisschen für frischen Schwung zu sorgen. Und zwar, Rita bejaht das Ganze auch. Es ist so, dass das Einkaufszentrum ja von der Fassade her hinten nicht besonders spektakulär ist. Es ist ein ziemlich großer Klotz in beige. Und da haben wir uns gedacht, da muss sowieso noch ein Gebäude hin. Wir dachten zuerst daran, dass wir irgendwelche Gebäude hier einfach auf die Rückseite stellen. Dann wäre man da aber sehr schwer rangekommen. Und das Einkaufszentrum muss man ja immer wieder mal aufmachen und das Innenleben zeigen. Und jetzt ratet mal, wer wieder einen super Tipp hatte und gesagt hat, dieser Parkplatz ist definitiv zu klein für ein Einkaufszentrum. Das geht mal so gar nicht. Und wir brauchen Parkplätze. Und wo sollen die Parkplätze sein? Am besten auf dem Dach vom Einkaufszentrum. Christoph ist wieder lieb genug und hat das wirklich aufgenommen, diesen Tipp. Ihr könnt euch schon vorstellen, wer die netten Damen sind, die solche Tipps haben. Genau. Und hat jetzt eben quasi eine Auffahrtsrampe für unsere Parkplätze gebaut. Es waren auch einige Kommentare von euch. Ich habe euch irgendwann mal gefragt, was wir mit dem Dach machen sollen. Und da haben einige von euch geschrieben, wie wäre es denn mit einem Parkdeck oben auf dem Dach? Und das ist genau das, was hier jetzt gerade gebaut wird, wie ihr das seht. Also wir haben Teile von dieser Brücke hier verwendet. Hier sind auch noch Kran und so weiter. Und es geht jetzt hier hinauf und hier ist die Baustelle aber im Moment noch nicht ganz beendet, also man sollte hier lieber nicht weiterfahren, denn dann geht steil bergab. Hier wird also gerade das letzte steile Stück eingebaut, das hängt hier so an Ketten, hier eine Seite hier von diesem tollen Kranwagen, der auch die Stützen ausgefahren hat, damit er nicht umfällt. Ich glaube, das ist, ja, steht sogar hier Set Nummer 7633. Und die andere Hälfte wird von diesem, ja, eines der tollsten Lego-Sets, die es gibt, gehalten, Set Nummer 7905, der große Baustellenkran. Das heißt, die sind hier so eingehängt und werden hier jetzt gerade platziert. Hier warten die Arbeiter auch schon darauf. Einer gibt dem Kranführer dort oben Instruktionen, wie weit er nach unten fahren muss. Und einer sieht, dass er das Teil vielleicht dann auch mit seinen Händen erreichen kann. Dasselbe ist hier auf dem Dach des Einkaufszentrums. Hier warten auch die Arbeiter schon drauf, dass dieses letzte Teilstück dann endlich eingefügt wird. Und ja, ich muss sagen, das gefällt uns eigentlich so recht gut, dass hier jetzt mal diese Baustelle steht. Es tut sich hier einiges, es sind viele Arbeiter mit von der Partie. Wir haben gerade jetzt noch allen einen Helm verpasst, denn hier waren allen Ernstes Bauarbeiter noch mit Kappen und normalen Haarteilen unterwegs und das ist auf einer Baustelle nicht erlaubt, wie ihr wisst. Also hier ist Helmpflicht auf dieser Baustelle. Und ja, wir wissen nicht, ob diese Baustelle jemals fertig wird oder ob wir sie so lassen, aber sie sieht auf jeden Fall ganz toll aus. Hier
wird zum Beispiel gerade auch noch was vermessen, da wird an der Fassade des Einkaufszentrums was herumprobiert. Dann, den Trick kennt ihr zwar schon, aber wir haben ihn wieder angewandt, weil er uns so gut gefällt. Hier sitzt gerade ein Bauarbeiter am Klo und jemand anders reißt die Türe auf und alle erschrecken sich. Ja, den Trick habt ihr schon des Öfteren gesehen, aber er geht trotzdem immer wieder. Und hier sind relativ viele Bauarbeiter, die alle so mehr oder weniger bei der Arbeit sind. Wir werden auch diese braunen Platten noch etwas mit einem Relief versehen. Wir haben hier diese tollen Kipplaster, 2 Stück. Hier wird gerade eingeladen, wie ihr seht, von diesem Bagger. Da wird, weil ja auch ein altes Haus abgerissen wird, wird hier Material weggebracht. Hier sind die 2 Bauleiter, oder besser gesagt der Bauleiter und sein Assistent, die sich hier nochmal die Pläne anschauen. Und hier im Mittelteil haben wir einerseits nochmal so einen Kipplaster, der hier Material für die Brücke ablädt. Also das ist der zweite tolle Kipplaster, den wir haben. Und hier im Mittelteil der Baustelle wird gerade ein altes Haus noch fertig abgerissen. Da ist so ein Bagger mit seiner Zange oder wie man das nennt, aktiv, und alle möglichen Bauarbeiter sind hier am Demolieren mit Presslufthammer und Besen und ja, Motorsäge und so weiter. Also hier tut sich einiges. Hier wird auch gerade noch ein neues Mitarbeiter-Kabäuschen angeliefert. Ich weiß nicht, ob das nicht schon sein hätte sollen, wenn hier die Baustelle schon so weit ist, aber man weiß ja nie, das wird gerade angeliefert. Hier machen gerade 2 unserer Mitarbeiter Pause. Die genehmigen sich eine Pizza und hoffen, dass sie nicht vom Bauleiter erwischt werden, denn der wird sonst sicher etwas grantig sein. Das wollen wir auf keinen Fall. Hier wird sogar noch ein zweites Toilettenhäuschen gebracht, denn das Problem ist jetzt, wenn ihr unser Einkaufszentrum gesehen habt, es gibt dort keine Klos. Wir haben nicht darauf vergessen, aber Rita wollte kein Klo im Einkaufszentrum haben. Ja, weil ich mir gedacht habe, ich habe lieber einen Schmuckladen oder sonstiges anstatt, ja. Das Problem ist, die Besucher unseres Einkaufszentrums gehen jetzt auf der Baustelle aufs Klo und deswegen muss jetzt eine zweite Toilettenanlage geliefert werden, da nämlich eine sonst nicht mehr ausreicht. Ja, also hier haben wir noch allerhand Material, das kann ruhig noch mehr werden. Auf einer Baustelle sieht es nicht ganz ordentlich aus im Normalfall, also da kann sich schon noch was tun. Kurzer Blick auf die Hinterseite. Ja, hier haben wir momentan noch das Problem, dass durch die Größe des Layouts nicht alle Bodenplatten genau zentriert sind. Also wenn ihr da genau schaut, das passt noch nicht ganz, aber da werden wir uns demnächst dann mal drum kümmern, dass wir auch diesen Spalt oder besser gesagt diese Überlappung auch noch austarieren. Wenn ihr darüber schaut zum Disney-Bereich, da seht ihr, was das Problem ist. Die sind nicht ganz alle so ausgerichtet, wie sie sein sollen, die Bodenplatten. Hier ein kurzer Blick auf die Hinterseite der Baustelle. Auch hier ganz schön designt mit diesem Zaun. Hier ist ja gerade dieser Verkehrsunfall passiert, der bearbeitet wird und abgearbeitet wird. Und auch die Vorderseite der Baustelle gefällt uns eigentlich ganz gut. Hier mit dem Zaun, mit diesem Baustellenzaun, der hier aus diesen Teilen, die eigentlich für Züge gedacht sind, gebaut wurde. Hier werden wir natürlich noch dieses Eck hier ein wenig auskosten, indem wir hier sicher noch vielleicht ein Burger-Restaurant oder sowas, da wäre dann natürlich ziemlich viel Konkurrenz für diesen jungen Mann hier mit seinem Foodtruck, aber da wird uns bestimmt noch was einfallen. Genauso wie hier. Ja, hier haben wir noch 2 Betonmischer, die waren nicht auf der alten Baustelle, oder glaube ich zumindest, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Die hat Lego auch rausgebracht im Zuge der City-Serie. Sind natürlich von den Funktionen nicht ganz so toll wie der neue Lego Technik Zementmischer, aber die sehen auch cool aus, also vielleicht wird der ein oder andere hier auf der Baustelle auch noch seinen Platz finden. Vielleicht bringt gerade einer neuen Beton und der zweite asphaltiert gerade schon mal die Straße. So viel auf jeden Fall zu unserer Baustelle, wie es im Moment hier aussieht. Da gehört natürlich noch einiges gemacht, aber auch von der Weite sieht die Rückseite des Einkaufszentrums jetzt eigentlich ganz gut aus und mit diesen vielen Leuten gefällt es mir eigentlich ganz gut. Wir müssen noch schauen, dass wir Emmet hier irgendwo unterbringen.
sind aber im Überlegen, ob wir ihn überhaupt auf der Baustelle haben wollen, denn er ist ja jetzt nicht der vertrauenswürdigste Mitarbeiter und er baut ja, wie wir wissen, das, was er will und nicht nach einem Plan. Also vielleicht lassen wir ihn lieber hier hinten in der Apokalypse-Stadt, wo er sein Unwesen treiben kann. Wir werden uns auf jeden Fall demnächst wieder mal melden, wenn es Neuigkeiten gibt. In der nächsten Zeit haben wir vor, viele Stadtupdates zu machen. Wir sind jetzt zum Glück ein bisschen mehr hier als noch in den vergangenen Wochen. Also ihr könnt euch sicher wieder freuen. Aber für heute würde ich sagen, geh's jetzt mal ab ins Bett. Heute geht's ab ins Bett, aber demnächst geht's hier wieder weiter. Hoffentlich seid ihr dabei. Wir freuen uns sehr und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.